Rosa Luxemburg war so begeistert von der Revolution 1905, dass sie auch hinreiste und dafür sogar ins Gefängnis ging. Und sie hat aber auch diese Erfahrung wieder verarbeitet und deutlich gemacht, dass es Aufgabe der Sozialdemokratie, der Linken ist, eben nicht einfach nur eine Revolution auszurufen, sondern wie ein Maulwurf den Boden vorzubereiten, um dann auch einen Massenstreik zu ermöglichen. Eine wichtige Erkenntnis von Luxemburg war, man kann einen Massenstreik oder eine Revolution nicht einfach beschließen, aber man muss ihn vorbereiten und dafür verwendet sie das schöne Sprachbild. So wie ein Maulwurf den Boden vorbereitet und auflockert, so muss eine linke, eine sozialistische Partei in der Gesellschaft wirken, um sozusagen die Gesellschaft vorzubereiten, damit, wenn dann eine entsprechende Veränderungssituation kommt, eine revolutionäre Situation, auch die richtigen Ideen um sich greifen. What do you think we can learn from Rosa Luxemburg's struggle against militarism and war? Rosa Luxemburg war in tiefer Opposition zum Militarismus und zum Ersten Weltkrieg. Die offizielle Regierungslinie damals lautete, jetzt gibt es keine Parteien mehr, jetzt gibt es nur noch Deutsche. Rosa Luxemburg hingegen hat immer wieder deutlich gemacht, der Konflikt verläuft doch nicht zwischen Deutschen und Franzosen oder Deutschen und Engländern, sondern der Konflikt verläuft zwischen dem Kapital auf der einen Seite und dem Proletariat auf der anderen Seite. Nun verwenden wir heute vielleicht andere Begriffe, aber diese Mechanismen können wir immer noch beobachten. Auch heute schüren herrschende Konflikte, zum Beispiel mit anderen Ländern oder entlang von der Herkunftslinie, um andere, nämlich soziale und ökonomische Konflikte, unsichtbar zu machen. In diesen Zeiten ist es nach wie vor Aufgaben von Sozialistinnen und Sozialisten, immer wieder deutlich zu machen, die Grenze verläuft nicht zwischen hier und dort, sondern die Grenze verläuft immer noch zwischen unten und oben. Luxemburg famously criticized Lenin over the role of democracy in the Russian Revolution. What can we learn from that today? Heute, nach dem Scheitern des Staatssozialismus, ist es für uns als Linke leicht zu wissen, dass Sozialismus und Demokratie, Sozialismus und Freiheit untrennbar zusammengehören, weil sie sonst scheitern. Aber Rosa Luxemburg hatte all diese Erfahrungen noch nicht und trotzdem hatte sie den Mut, bei aller tiefen Solidarität mit der russischen Revolution Lenin zu kritisieren und sich stark zu machen dafür, dass Sozialismus und Freiheit zusammengehören. Das spricht wirklich auch für ihre gedankliche, für ihre intellektuelle Schärfe und es spricht natürlich für ihren Mut als Revolutionärin und Sozialistin. In ihrer bekannten Kritik an Lenin verwendet sie einen Begriff, der lange Zeit unbeachtet war. Ich finde den aber ganz wichtig. Sie verwendet den Begriff der sozialen Garantien des Lebens. Als ich diesen Begriff gelesen habe, war ich fasziniert und habe gesagt, den müssen wir uns viel stärker als Linke aneignen. Weil genau darum geht es. Wenn wir diskutieren über Schutz vor Armut, über die Debatte ums Grundeinkommen, es geht am Ende um die sozialen Garantien des Lebens, ein Begriff, der bereits von ihr gedacht und aufgeschrieben wurde. It's more than 100 years since Rosa Luxemburg wrote the famous phrase, socialism or barbarism. What should that mean to today's generation? Das Zitat Sozialismus oder Barbarei mag uns heute auf dem ersten Klang eigenartig erscheinen. Und trotzdem ist immer noch ganz viel Wahrheit darin. Warum? Weil der Kapitalismus es nicht schaffen wird, an die Wurzeln der Krisen zu gehen. Wir erleben jetzt, dass sich die Krisen verdichten. Die Klimakrise zum Beispiel wird im Rahmen des Kapitalismus nicht zu bearbeiten sein. Die soziale Spaltung wird, solange gilt, Profite vor Menschen nicht zu lösen sein. Und deswegen sage ich, auch wenn wir heute vielleicht andere Begriffe als Barbarei verwenden, gilt nach wie vor, im Kapitalismus stehen Profite vor Menschen. Was wir brauchen, ist ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, wo gilt Menschen und Natur vor Profite. What would you say to someone who's never read anything by Rosa Luxemburg?
Reading and rereading Rosa Luxemburg is first of all a source of intellectual inspiration, because even if you disagree with some of her sentences or ideas, after reading and rereading her work, you are smarter than before. So you will never regret it after you've read her. Rosa Luxemburg is a perfect role model. Never give up optimism, no matter how dark the hour is, how difficult the times are. Never give up, never surrender. Fight for what is worth fighting for.